So, hallo zusammen. Ich habe mir mal die Gothic Remake Demo runtergeladen. Ähm, um zu sehen mal, wie die Einstellungen sind. Also Anzeige ist ja eigentlich, ja, das ist normal. Wenn Sie hier irgendwann nochmal Deutsch schreiben, die Beschreibung, ne, wenn man so wie hier Deutsch auch eingibt, ne, dann kann man das auch in Deutsch eigentlich schreiben, ne, oder ist das jetzt die Übersetzung für Englischsprachige, die Deutsch eingegeben haben? Ich weiß nicht, schon wieder lächerlich eigentlich, ne? Und auf diese Kleinigkeiten achte ich, viele vielleicht nicht, aber ja, ich weiß nicht, warum man hier Deutsch eingibt und auf Englisch wird es beschrieben. Das ist doch schwachsinnig, oder? Seht ihr das nicht so? Aber ist egal, wir waren erstmal hier. Die Musik ist sehr laut, aber ich kann die nicht einstellen irgendwo. Das ist schwach, auch für eine Demo, sehr schwach. 5 Minuspunkte oder 4, 1, 2, 3, 4. Das ist so, da gebe ich glatt 4 Minuspunkte. Motion Blue Intensität, ja, sorry, wenn da rechts jetzt eine deutsche Erklärung stehen würde, dann können wir uns einigen, aber den Schwachsinn habt ihr ja drauf, das kennen wir langsam von euch Spielebauern, dass euch alles irgendwo trotz alledem egal ist irgendwo, ne? Nicht alle, aber wie man sieht, euch anscheinend auch, ist das scheißegal, irgendwo. Umgebungsverdeckung, Intensität, weiß ich nicht, ob das jetzt die Tiefenschärfe gemeint ist oder ich habe das mal auf 30 ein bisschen runtergestellt, ihr könnt es auch herstellen. Das kann man ja auch im Spiel umstellen, werde ich ja sehen. Sharpening Intensity, ja, ich bin hier scheiße in Deutschland. Ich hätte in England geboren werden sollen, glaube ich, dann würden wir es viel einfacher haben irgendwo. Kontrast, ja, das kann man ja alles noch stellen. Farbsättigung muss nicht so hoch, ne? Kann man hochschrauben, sonst, aber Helligkeit, naja, vielleicht 20 reicht. Man muss nicht, die Mitte wäre ja, dann ist ziemlich ausgeglichen, hellig und dunkel, hell und dunkel, aber wenn wir jetzt so dunkle Dungeons sind, man weiß es ja nicht, ne? In der Demo kann man mal ein bisschen einstellen, wie man möchte. Das habe ich hier schon alles ein bisschen runtergestellt. Texturqualität habe ich auf Gothic, weil, sorry, ich habe Deutsch eingestellt, aber ihr könnt anscheinend kein Deutsch mehr, ne? Das Wort Deutsch ist wohl gerade so bei euch die Grenze des deutschen Intellekts oder gewesen. Ich mache euch nicht schlecht, absolut nicht, euch Spielebauer. Ich kritisiere euch nur. Das ist ein himmelweiter Unterschied. Ne, also, ich weiß nicht, ich komme damit nicht irgendwo zurecht. Hier, guck mal, alles hier, ich weiß nicht, alles so ein Mischmasch hier rechts, ne? Alles auf Englisch, aber ich habe Deutsch eingegeben. Wenn das im Hauptspiel sich natürlich gibt, dass auch Deutsch heißt bei euch, ne? Und nicht irgendwie, was weiß ich, Griechisch oder Chinesisch, dann können wir uns einig werden. Aber ansonsten, ich weiß nicht, was ihr da mehr für rummurkst an euren Spielen. Ich kapiere euch nicht irgendwo. Kameravoreinstellung, ja, lassen wir erstmal Textsprache da. Deutsch ist eigentlich kannst du Japanisch eingeben. Das wäre Schnurzpiep, so habe ich das Gefühl. WSAD kennt jeder. Das ist jetzt normal, ja, okay, kann man sagen, also in der Welt bewegen, sag ich mal, ne? Aber gut, Schlagwort Erkundung. Umschauen, Mausbewegung, ja. Ziehen, wegstecken eine Nahwaffe. Ja gut, 1 und 2. Ja, ist auch verständlich, aber ich habe schon gesehen, die 3 fehlt. Habt ihr Groll gegen die Zahl 3 oder habt ihr auf eurer Tastatur die 3 zugeklebt und findet die nicht mehr? Warum ist die 3 nicht da? Ich weiß das nicht. Oder kann man da irgendwie eine Zweihandwaffe näher rauflegen? Oder
kann man das noch erweitern. Dann könnte man das hier reinschreiben. Ne? Da ist noch Platz für eine 3, aber bei euch vielleicht nicht mehr. Kreativität ausgereizt vielleicht. Ne? Schnellauswahl, Gegenstand benutzen 4 bis 8. Ja, muss man sehen, was da reinkommt. Ne? Heiltränke, Mana-Tränke, Essen, Trinken, ja. Auswählen eines Wurf-Items. Das kommt. Nee, das ist ja nur Kampfhaltung und so. 4 bis 8. Aber die Taste 3, da verwundert ihr mich. Also, ich weiß nicht. Oder er ist am Schreibtisch eingeschlafen und hat dann gedacht, fertig, Chef! Na gut, dann her damit. Und keiner hat es mehr überprüft. Kann auch sein. Ne? Das passiert ja auch manchmal, ne? So, wenn irgendwo Hektik aufkommt. Gegenstand werfen, ja okay, ne? Wenn man nicht einen Bumerang in der Hand hat, ja. Das wäre dann natürlich, ne? Aber wie viele Wurf-Items haben wir denn, sag mal? Da muss man den auswählen und dann werfen. Sprinten, Shift-Taste. Nö, wenn die aber wir können ja nichts umlegen, ne? Das habe ich schon festgestellt. Ihr könnt jetzt machen, was hier. Dann klettert er weiter. Wenn ich jetzt doppelt auf der Tab-Taste. Einmal, zweite Mal geht er da an. Also wir können hier in der Demo nichts umlegen. Das ist natürlich schon mal wieder ein glatter Minuspunkt, aber ein sowas von dicker, fetter Minuspunkt. Dann würden wir Spieler nämlich schon mal sehen, man kann die Tastaturbelegung umlegen. So, ja, warte bis das Spiel rauskommt oder am besten kauf erst das Spiel und dann lass dich überraschen. Ja, aber dann sage ich, Weihnachten ist doch vorbei, ihr Klopse. Leertaste, springen. Also ihr seht schon, das ist echt, das ist ein Krimi bei vielen Spielebauern. Ich verstehe euch nicht. Ihr wollt verstanden werden, aber ihr setzt alles daran, dass man euch nicht versteht. Tauchen, ja, C und Leertaste ist bei Witcher 3 auch. Wo gesagt, ich spiele auch, oder habe Witcher 3 habe ich jetzt auch erstmal beendet für mich. Habe ich lange genug viele Videos gemacht und Shorts und so. Aber die Tastaturbelegung ist für mich 1A. Von mir aus in jedes Spiel rein. Haut das in jedes Spiel rein. Von mir aus. Guckt euch ab bei Witcher 3, bei Red, wie heißt der Spielebauer da. Guckt euch das ab. Integriert das in eure Spiele. Ich bin dankbar und viele, glaube ich, sind euch dankbar. Als so ein Grottenscheiß. Das wird ja noch besser jetzt. Hier, ne? Also es wird ja besser. Jetzt kommt ja dieses heikle Thema auch im Internet, auch bei YouTube. Kampfsystem, Gothic Remake. Attacke 1, ja, weiß ich nicht. Wenn hier jetzt Schnellangriff stehen würde, schwerer Angriff, Blocken, könnte ich was mit anfangen. Aber Attacke, ruft man einmal Attacke und dann laufen sie los. Das ist Attacke. Was ist denn bei euch? 4 Attacken in 4 Sprachen oder was? Und dann die rechte Maustaste. Eigentlich fängt man noch immer mit einem schnellen Angriff an und den kenne ich so und viele bestimmt auch auf der linken Maustaste. Ihr dreht an euren Scheiß rum, ne? Ich habe auch keine Lust. Ich habe keine Lust auf diesen Mist. Und das ist in meinen Augen, ehrlich gesagt, Kinderkacke. Kinderkacke. Wenn ihr erwachsene Menschen so einen Scheiß noch nicht mal drauf habt, im Jahr 2025, dann bin ich wirklich gespannt, was das Spiel hergibt. Echt. Aber wie ich schon in der Playlist geschrieben habe, wenn die Tastenbelegung nicht umzulegen ist, dann kaufe ich das Schrottspiel nicht. Das ist in meinen Augen schon Schrott dann. Irgendwo, ne? Eine Tastenbelegung ist das einfachste der Welt. Diese Tasten, da könntet ihr euch 3 raussaugen und schon wäre das Ding gegessen. Aber ich habe gar keinen Bock da drauf, ne? Wie gesagt, ich warte das Hauptspiel ab. Ich schaue erst, wie das ist. Gucke auch erst bei YouTube ist wahrscheinlich. Und. Und dann werde ich entscheiden, kaufe ich das oder nicht. Oder man kann ja auch googeln. Die Musik ist laut, ey. Wieso habt ihr die nicht? Ich habe schon leiser gestellt, ne? Echt, ihr seid krank in der Birne, alle seid ihr.
Mann, ich komme mit euch Menschen nicht klar mehr. Das ist mir alles zu hoch. Ey. Eure Überheblichkeit, die stinkt auch langsam zum Himmel. Du lebst noch. Gut. Ich bin Diego. Ich bin Nyra. Niemand hier drin interessiert sich dafür, wer du bist. Es sei denn, du gibst ihm einen guten Grund. Pass auf, für gewöhnlich zeige ich den Neuen, wo es lang geht. Aber ein Erdrutsch hat uns vom Tal abgeschnitten, also habe ich gerade andere Sachen im Kopf. Unsere Jungs werden das wegräumen, aber das kann dauern, also schlage ich vor, du suchst dir erstmal einen Schlafplatz. Alles klar? Ja, Diego, aber lass uns mal labern. Kann ich euch irgendwie helfen? Du? Nein. Wo kann ich schlafen? Irgendwo hier? Nein. Der Bereich hier gehört zum alten Lager und solange du keiner von uns bist, hast du hier nachts nichts verloren. Such dir einen anderen Platz, aber einen sicheren. Unsere Jungs haben in der Nähe einen Schattenläufer gesehen und die jagen, wenn es dunkel ist. Hier gibt's Schattenläufer? Wirklich? Weißt du, was das ist? Oh ja. Und glaub mir, die Viecher reißen dich in Stücke. Hat er mitgekriegt, dass das schon Bullshit, ne? Erstmal, er kommt irgendwo her, keine Ahnung, wo er herkommt, ausgebuddelt oder sonst was. Diego kennen wir alle und. Diego weiß, was ein Schattenläufer ist. Diego sagt ihm, dass es die Schattenläufer gibt. Er fragt, ganz erstaunt, oder, naja, als wenn er die kennt, ne? Hier gibt es Schattenläufer? Woher kennt er die denn? Wir kennen, und das, Spielebauer, ihr geht von aus, dass der Charakter das auch kennt? Warum ist ein neuer Charakter? Oder habt ihr den jetzt einbezogen als Remake? Und. Dann hätte er die Frage nicht stellen brauchen, hier gibt es Schattenläufer oder nicht. Also ihr Questschreiber? Alles klar. Danke. Ja Gott, ja. Kein Ding. Willkommen in der Kolonie. Er fragt, hier gibt es Schattenläufer? Da muss er die ja kennen irgendwoher, ne? Wo kennt er den her? Ja, XY-Achse, ne? Muss man sehen. Also, ist genau umgedreht, wie ich das eigentlich handle. Wenn ich die Maus nach vorne schiebe, gucke ich nach unten. Hier gucke ich nach oben. Kann ich das überhaupt irgendwo einstellen jetzt? Ich glaube nicht, ne? Und das sind die Kleinigkeiten, das für mich ein Spiel spielenswert macht oder ich spiele es nicht. Weil das ist für mich dann eine Belastung, Krampf. Ich mag kein Spiel spielen, was mich dazu zwingt, irgendwo, ja, mich hier am Schreibtisch zu verbiegen, meine Finger zu verbiegen, einen dritten Arm wachsen zu lassen und. Dann spiele ich das Spiel nicht. Das ist mir zu blöd. Das ist so wie es ist, das sage ich so. Ich habe schon manche Spiele nicht gespielt, weil ich die nicht auf Tastatur und Maus bedienen kann. Klar, F. Wieso nicht E? F wäre jetzt super. Liegt genau neben W. Ne? Okay, F ist nicht weit weg, aber hat da nichts zu suchen, meines Erachtens nach. Die F-Taste zum Interagieren. Das sehe ich als Interagieren an. Oder seht ihr das für irgendwas anderes an? Natürlich zum Quatschen. Aber das geht ja auch mit der Maus, habt ihr ja gesehen, ne? Also, das ist wieder so eine dämliche Auslegungssache für Spieler auch. Denen ist alles scheißegal. Hauptsächlich juckeln die irgendwie in so einer versifften Bude rum und suchen sie irgendeinen Scheiß zusammen und spielen nur die Hauptstory, rennen da durch und gut ist. Aber Schlechte Idee. ja, so schlecht kalt ist. machen, wenn sie mich hier schlafen finden. Wieso? Du setzt dich auf den Stuhl, du Klon. Du schläfst doch nicht. So, wie stehen wir jetzt auf? B-Taste geht nicht. Ist in vielen Jahren, ne? Wieder mit der F-Taste sein, ne? Also wenn man das im Hauptspiel nicht umlegen kann, weil das ist ein Handeln. Ihr Tastaturspieler, ihr kennt es auch. Jetzt gehen wir klauen erstmal diese auf. So, linke Maustaste nehmen. Leertaste alles nehmen. Ja, da hätten sie das wenigstens auf R machen können, ne? Weil ja F, R da stand, ne? Habt ihr auch gesehen, ne? Ja, und das.
3 Haselnüsse Färschenbrödel. 2 nur. Tja, dann kriegst du das Brautkleid nicht, ne? Da waren wir schon, ja. Die können sie auch ausblenden, dann, ne? Das sind immer so, ich kenne nicht alle Fachwörter, Fachbegriffe, ne? Das müsst ihr mir ein bisschen nachsehen, wer kennt das schon alles irgendwo, ne? Aber so, Leertaste ist dann Rängen, ne? Man kann auch im Land springen. Und wie gehe ich? Zeig mal her, das war doch irgendwie die Shift-Taste. Ach, das nervt, ich laufe. Ey, da muss ich wieder den kleinen Finger runterziehen auf die Shift-Taste, weil ich die nicht umlegen könnte auf die Tab-Taste. Aber was macht ihr mit uns, Mann? Ihr wollt euren Schrott verkaufen. Der geht doch auch ein bisschen auf die Spiele ein. Mit eurem Gebaue hier. Jedes Haus wird vorher von guten Architekt oder so vorgemalt, durchdacht. Ich weiß nicht, ihr braucht anscheinend auch erstmal Architekten, die euch das Spiel durchdenken, dass ihr das dann programmieren könnt. Das wäre vielleicht mal ratsam. Schafft euch Spielebauer erstmal alle einen Architekten an, der das Spiel erstmal absegnet. Dafür, was ihr hier rumbauen wollt. Ich glaube, das wäre angebracht. Ihr baut euch immer irgendein Zeug zusammen und das funktioniert ja gar nicht. Das kennt man ja so und so, ne? Dann kommt ein Patch, dann kommt der zweite Patch. Dann brauchen wir den dritten Patch, weil der zweite den ersten wieder ein bisschen ausgehebelt hat. Oh Gott, die Anfangszeiten waren schlimm, ne? Da kennen auch noch viele, ne? Die Anfangszeiten von F-Taste. Also ich muss das umlegen können. Wenn ich das nicht umlegen kann, dann ziehe ich gar nicht in Erwägung, das Spiel überhaupt zu kaufen. Da könnt ihr vergessen dann. Wenn ich nicht freie Wahl einer Tastaturbelegung habe, dann bin ich bei euch raus. Zumal, ja, viele, glaube ich, werden das Spiel eventuell sogar noch kritischer oder bewerten, sagen wir mal, als ich es mache. Die richtigen Gothic Hardcore-Fans, ne, da kommt ihr nicht einfach so durch mit euren Scheiß, wenn ihr Mist baut hier. Da könnt ihr vergessen. Dann hagelt das Kritik, ja. Dann heult ihr wieder rum in euren dunklen Kämmerleins oder sonst wo ihr da alle immer hängt, wenn ihr programmiert. Kann ich nichts lesen hier? Warum nicht? Da hängt da ein Zettel, den kannst du ja nur abnehmen, wenn da nichts drin ist. Drauf steht. Die gehen mit euch schärfer in die Kritik. Aber da sind die immer so ein bisschen beleidigt, die Spielebauer, ne? War das eben hinsetzen? War das ein Fall, ja? Oder eine was wegnehmen? Ich dachte, wir steh auf. Ja, ich drücke F. Oh Gott, ey. Ja, ist eine Demo, ne? Sag ich mal, ne? Also. Aber bis jetzt, wenn das Spiel so jetzt auf dem Markt sein würde, ne? Da würde ich sagen, willkommen im Jahr 2001, ne? Da hat sich ja gar nichts geändert, würde ich glatt sagen. An dir ist ja ein echter Dichter verloren gegangen. Genau. Scheiß drauf. Also sollte ich hier jetzt jemanden zu hart. Fertig für den Abtransport morgen. Nee. Also ich schätze mal, viele von euch, oder so einige, kennen das Spiel gar nicht Gothic 1, als es rauskam. Da haben viele von euch bestimmt noch gar nicht gelebt, die jetzt Fan sind von Gothic. Die haben das jetzt, was weiß ich, vor ein paar Jahren, ach Diego, jetzt kommst, ich bin fertig, angefangen zu spielen, aber wir, die das von Anfang an kennen, ja, es gibt nur mal bisschen ältere Menschen als nur Teenies und 20-Jährige. Wir wissen, wie das damals war, wie viele Patches gebraucht worden sind, gerade bei Gothic 3. Echt, das war ein Patch-Sumpf. Da ging gar nichts. 5 Schritte bist gegangen, ja, dann Ruckel, Juckel. Okay, vielleicht waren die auch ein bisschen, ich sage jetzt einfach mal, die Grafik überpowered für die Grafikkarten, die es damals gab, aber trotz alledem, glaube ich, waren
ja, war das nicht so hoch anspruchsvoll gebaut. Bloß, die hatten, sag ich mal, vielleicht höchstwahrscheinlich noch nicht so richtig Ahnung, gerade bei Gothic 3. Da ging es nur ums Geld. Also wer die Geschichte ein bisschen mitverfolgt hat, die wissen das auch, oder ihr wisst das auch. Also da ging es nur um Geld. Piranha Bytes konnte richtig leid tun, weißt du. Gothic 1, 2, Gothic 2 Nacht des Rahmens, ey, geile Spiele, weißt du. Da hat man ja auch ein bisschen mal verziehen, wenn nicht gleich was funktioniert hatte. Aber Piranha Bytes hat Gothic geliebt, ihr Spiel geliebt. Die haben das war eine Herzensangelegenheit. Und dann kommt da so ein Publisher daher gestampft aus dem Sumpf rausgekrochen, weißt du, und will denen irgendwas vom Geschäft erzählen und ja, Geldgier, nur Geldgier war das alles. Und da sind sie auch pleite gegangen, richtig so, sage ich immer. Solche Menschen müssen vom Markt weg. Andere verdrängen, weil sie kaputt machen, nur um ihre scheiß kapitalistische Gier zu befriedigen. Und was kommt da heraus? Dreck, bringen sie auf den Markt, wollen die Spieler abzocken, indem sie die halbfertigen Spiele erstmal, na Gothic 3 war das, wenn es überhaupt halbfertig war, wenn man das überhaupt so sehen kann. Ich habe das gespielt, als es rauskam. Könnt ihr mir glauben, das war Schrott hoch 3. Dann bist du in manchen Dungeons gegangen, weil so, da war gar nichts drinne. Da bist du rausgegangen, da war nichts drinne. Nur ein kleiner Goblin oder sonst was. Ja, das war schon traurig, die Zeit. Und wer das mitgemacht hat von euch, der weiß, von was ich rede. Ihr wisst, was scheiße laufen kann bei diesen überheblichen Spielebauern manchmal. Die sollen immer ihre Füße auf den Boden lassen, dann ist die Welt okay. Und sie auch von der... Nun, kommst du da hoch oder was? Ey. Ich bin der Meinung, ich kann mich... Ja, das Y-Achse legen, ich muss das, wenn das im Hauptspiel nicht geht, dann bin ich irgendwie, ich weiß nicht, ich mag das dann nicht. Der kann er gar nicht. Boah, Mann, wieder so ein Honk hier, weißt du. Habe ich mit Ash of Steel auch gehabt, ne? Das war auch so ein Honk. Der Bursche gefällt mir so und so nicht, seine Ausstrahlung. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, das ist kein Charakter. Das ist kein Charakter für ein Gothic-Spiel. Mensch, da könnte doch mal ein bisschen, also, ich weiß nicht, ein bisschen, ja, ein Gesicht, das schon ein bisschen mal länger im Wald in der Natur gewesen ist, als gerade aus dem Bett gefallen und scheiße, ich bin auf dem Hof. Nee, der gefällt mir nicht. Das ist für mich kein Gothic-Charakter. Der sieht richtig milchbubi aus. Da war der alte richtig besser, ne? Ja, wir Kenner wissen, von was wir reden. Es ist also mein neues Leben. Ach, das ist dein Leben. Du hattest noch kein Leben. So wie du aussiehst. Hau mal nicht so auf den T-Shirt hier. Ja, die Sprunganimation muss ja auch noch ein bisschen ändern, ne? Okay, das kriegt er ja wesentlich hin. Achso, jetzt bin ich ja wieder hier. Ich wollte auf der anderen Seite hoch. Boah. Okay. Aber die Bedienung, die ist noch so schwammig. Kann ich überhaupt schon kämpfen? Also, wenn wir die Taste 1 drücken... Ach, da ist ja die Taste 3, die kann man frei belegen. Was ist denn noch bei 4? Ist das ein Handschuh oder was? Ein Faust? Sag mal her. Ach so. Da links, linke Maustaste. Ist doch eigentlich die erste. Wieso stand es nicht? Und die, da, seht ihr das? Genau umgedreht, wie es in der Bedienung steht. Kennt ihr das? Passt auf, ich erzähl keinen Scheiß. Glaub mir. Da, Attacke 1, ne? Linke Maustaste sehe ich als linke Maustaste Attacke 1, rechte Faust hat er genommen. Ja, Linkshänder sagt jetzt, ja, ich drücke aber links. Ist ja Attacke 1 hier bei mir richtig. Aber im Allgemeinen, im Spiel, sehe ich das als leichter Angriff. Linke Maustaste.
zweite, ne? Das ist dieses Tänzeln, wie ich ja sagte, ne? Witsch, 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 witsch. Das war Zeit, ne? Könnt ihr euch noch dran erinnern, wie der gekämpft hat? Aber du bist ja langsam. Also schnell geht das nicht bei ihm. Und wie packe ich das jetzt wieder weg? Taste 4, weil ich die 4 genommen habe. Achso. Und für die 1 brauchen wir eine Waffe. Das ist das eine Pflanze hier? Noch keine Pflanze kann ich klauen? Ja, wieso klauen, ne? Ist hier schon was? Oh, ne, ich mag diese... Oh, diese Kunstsprünge, das sind ja keine Sprünge. Da muss ich doch hochkommen, nicht? Achso, ich werde mal gucken. Wenn ich dazu lange dauert hier alles schon wieder, ne? Also einfach... Oder den unteren Balken, ne? Kann man aber nach rechts schieben, ne? Kann ich da... Ich hatte den Mist schon mal gespielt und ich kam irgendwo hier rüber. Was haben wir her? Komm ich. Das dauert euch bestimmt schon jetzt zu lange, ne? Aber ist egal. In der Demo kann man ja gucken, was hier so alles für Macht ist. Ich kam da, glaube ich, schon mal rein. Oder ich leite mich selbst schon irre hier. So, ja, da springt noch nicht mal auf den Wagen rauf. Da war das immer so scheiße? Ich habe immer den linken Zeigefinger auf E-Taste. Das ist für mich immer so mistig, wenn das nicht funktioniert. F-Taste. Wer legt so auf F-Taste, Junge? Doch nur Leute, die das Spiel nicht spielen, ne? Ihr baut das Spiel, das heißt aber nicht, dass ihr das Spiel versteht, ne? Das wollen wir erstmal mehr festhalten. Als Spielebauer, glaube ich, wenn die das Spiel verstehen würden, ne, dann würden sie ein Spiel doch gleich ein bisschen ordentlich bauen, ne? Oder? Ich sehe das so. Vom heutigen Mechatroniker wartet ja auch, dass der versteht, wenn er ein Auto in seine Halle geschoben kriegt, dass er weiß, was er damit zu machen hat. Ne? Also, und ihr solltet das eigentlich auch wissen. Aber ich glaube, ihr wisst das nicht, euch ist das egal. Vieles ist euch egal. Bin ich überzeugt von. Ihr wollt euch bloß erstmal auf den Markt bringen, wie es jede Firma will, auch wenn ihr jetzt eine Bäckerei wärt, ist es egal. Ne, ihr seid auch nur ein Gewerk, sehe ich mal so. Ihr wollt euch auf den Markt bringen, wieder. Weiß ja nicht, was ihr sonst noch macht. Und dann heißt es immer erst Produkt, versuchen so gut wie möglich, aber Zeitlimit, ne? Und ihr setzt euch automatisch dann selbst unter Druck. Mal schwimmen. So, jetzt schwimmt er noch so. Auftauchen war Leertaste, ist klar. So, C ist dann runter, tauchen. Und kommen wir runter hier. Ja, da muss man sich auch dran gewöhnen. Das ist ja nichts. So, W-Taste, dann macht er ein bisschen schneller. Okidoki. Ja, habe ich auch schon mal schneller gesehen. Das wird auch nicht das schnellste, ne? Shift-Taste, ja, bringt auch nicht für. Ich breche mir schon wieder die Finger hier wegen euch, ihr Spielebauer. Kann man da nicht, wenn man einen Arztbesuch hat, durch solche Spiele, wenn die Finger verstaucht sind, kann man euch nicht eine halbe Rechnung schicken denn? Weil am Ende sorgt ihr ja immer dafür, dass die Leute Fingerverstauchungen oder sonst was kriegen.
weil ihr da nicht drauf habt oder viermal eine Tastatur richtig belegt. Ich glaube, ihr fragt auch die Spieler gar nicht, die das eigentlich verstehen. Das Spiel, was ihr baut. Die verstehen das mehr als ihr selbst. Und warum verstehen wir das besser? Weil wir wissen, damit besser umzugehen. Im Spiel ihr nicht. Halt, da war's. F. Ich komme mit dieser F nicht klar. Damit werde ich mich nie anfreunden. Aber ja, eine gute Nachricht für euch Spielebauer. Wenn ihr das drinnen lasst, dann habt ihr einen Käufer weniger. Ist auch was Feines. Nur hier was zu holen. Brauchen wir irgendwas, ne? Oder brauche ich nichts? Doch, ne? Eigentlich schon. So, mal sehen, wann die erste Fleischschwanze kommt. Da läuft schon. Ne? Oder war das ein Stein, ein Schatten? Die hat man damals auch nicht so richtig gesehen, ne? Die Fleischschwanzen, ne? Täusche ich mich da? Nee, ne? Ich glaube, das war damals auch schon so, dass man die mehr oder weniger totgelatscht hat, ne? Ja, hier ist... Ich bin der Meinung, ich hatte hier irgendwie einen Bogen oder sonst was. Ist hier nichts? Habt ihr das rausgenommen jetzt schon wieder oder was? Ja, okay, okay. Im ersten Spiel war das auch so. Da hat man auch nicht gleich was gefunden. Da haben sie uns auch nicht überhäuft mit Waffen oder sonst was. Hier oben gehe ich nachher rauf, ne? Also nicht, dass ihr denkt, ich habe die Leiter da nicht gesehen. Da gehe ich später rauf. Der hat nichts. Ja, Pflanze. Die werden wir aber nicht brauchen jetzt. Die können wir vielleicht essen. Muss mal gucken. Ich gucke hier bloß nach der Waffe. Nicht, dass ihr denkt... Ich meine, für euch ist ja auch gut, ne? Aber wer bis jetzt sieht... Da läuft eine Fleischschwanze. So, Taste 4. Ich werde mal gucken. Wow, das sind... Das ist ja Hardcore hier, was ihr hier macht. So, jetzt müsst ihr eigentlich R-Taste drücken und wegstecken. Nein, da musst du wieder schön brav auf die Taste 4, ne? Habt ihr uns beigebracht. Ihr besteht drauf, dass das die Taste 4 wieder ist. Und wo ist das Fleisch? Da. Wenn ich F drücke, dann möchte ich auch bitte, dass ihr das nehmt. Jetzt muss ich noch eine Taste drücken. Ach Mann, ich habe darauf schon wieder keinen Bock. Glaubt mir das? Das sind so diese Kleinigkeiten, da müsst ihr Spielerbauer drauf achten. Mann, das bricht euch doch keinen ab, oder? Wenn da nur ein Stück drin ist, dann nehme ich den Scheiß und dann ist doch gut. Ihr seid alle so eine Fanatiker für euch, ey. Ihr liebt euch alle selbst am meisten, glaube ich, ey. Wo bin ich jetzt hier überhaupt? Wenn irgendwas ist, hau ich wieder ab, ne? Ich habe noch nicht mal irgendwie eine Waffe oder so. Ach so, da ist das. Das ist la. Warte mal, ich muss mal gucken. Ja, das hier ist so ein Treffpunkt. Das hier könnte passen. Aber hier ist schon jemand. Wenn ich sie finden würde? Ja, der ist da unten. Da brauchst du Weicheier jetzt aber... Ah, jetzt setze ich... Ich erkenne den Finger da immer nicht. Ich denke, das ist immer eine Pulle. Ja, lass mal sitzen. Nee, das ist F-Taste. Zweimal. So, was ist das? Siehst du, da zeigen sie gar nichts an. Ich weiß noch nicht mehr, was ich mitgenommen habe. Wollen wir die Leute erstmal beklauen hier, ne?
So, da kommen wir nicht rein. Ich bin bestimmt nicht der Einzige, der meckert. Gibt bestimmt mehrere. Und Leute, die noch schlimmer meckern. Ja, ich sage mir, ist alles verständlich. Ne? Jeder hat eine andere Aufnahme vom Spiel, jeder erwartet was vom Spiel. Der eine kann das ja nicht so wichtig nehmen, so ernst nehmen, der andere nimmt das aber gerade das als wichtig und ernst. Deswegen, uns kann man nicht alle in einen Topf schmeißen und sagen, das geht doch noch. Nö, das ist Quatsch in meinen Augen. Das funktioniert so nicht, Kinders. Ja, könnt ihr vergessen. F, gut. Seht ihr, also man muss, war das damals auch schon im ersten, dass man wirklich gucken muss? So, hier gucken wir mal, ob wir was braten können. Das Fleischwanzenfleisch, ne? Glaube ich. Achso, den kann ich noch nicht machen. Und den kann ich auch noch nicht machen. RC schließen, ja gut. Lesen können wir gut. Also wenn ihr hier seid, braucht ihr keine Angst haben, dass euch auf einmal in den Rücken fällt. Der ist schon bei den Scavengern. Halt, oder was? Habt ihr was gesehen? Auch wenn ich es jetzt gesehen hätte, ich bin nicht so schnell im Laufen mitnehmen, weil ich die F-Taste nicht im Unterbewusstsein abgespeichert habe. Ich drücke immer auf die E-Taste. Das ist nun mal so, ihr Spielebauer. Das ist nun mal so. Die E-Taste ist eine Interaktionstaste. Für Quatschen, für Dinge aufnehmen. Dafür ist die E-Taste gedacht. Und nicht für die E-Taste. Definiert doch nicht immer alles neu, was sich bei uns Spielern eingebrannt hat. Gut, Dietrich, falls du nochmal einen Pfeil. Ist da eine Münze, Kram. Bier, weil wisst ihr, wozu das Bier gut ist? Ja, zum Trinken auch, ja. So, hier gucken kurz. Hier gucken kurz. Wir brauchen eine Waffe. Da liegt eine Waffe, ne? Oder ist das eine große Nähnadel? Sticknadel? Lob, ne? Zum her. Was ist denn jetzt hier? Das ist euer... Das ist Stats. Lernpunkte. Oh Gott. Habt ihr gewusst? Ich nicht. Ja, den haben wir gefunden, aber den schließen wir noch nicht ab. Was ist das hier? Pfeile. Aber... Das müssen wir eigentlich irgendwo auf eine Taste legen können, ne? Können ja nicht immer ins Inventar rein. Können wir uns hier nicht auf eine Leiste hier ziehen? Sag mal her, Taste 1 geht so nicht. Jetzt drücken. Herz. Wir haben noch keine Nahkampfwaffe. So, warte mal, ich drücke jetzt mal die Taste 3. Das ist die Fackel. Ja, du kannst ja auch wieder wegpacken, ne? Taste 5. Können wir noch nichts drauflegen. Taste 1. Jetzt muss ich 6, 7, 8. Ich dachte ja wenigstens... Können wir die jetzt hier mitnehmen? Ist jetzt... Wieso packt ihr die nicht wieder ins Lager rein? Zur Mail. Wo war die jetzt drauf auf der 3? So, wenn ich jetzt weitergehe, habe ich dann keine Fackel mehr oder was? Wo ist die jetzt überhaupt? Ach, Mann.
das ist scheiße, seht ihr das auch so? Was ist denn das für ein Mist hier? Ich glaube, das ist auf Taste 3 angezeigt. Wieso kann ich mir nicht Essen auf eine Taste legen? Ich habe doch 8 Tasten. Ich klicke jetzt einfach mal ausrüsten. Achso. Ja, ich muss auch lösen lernen nochmal, glaube ich. Gut, dann mache ich mal, was macht die hier? Linke Maustaste. Aha. Okay, habt ihr gesehen, wie es geht, ne? 2 sind zu wenig. Okay. Linke Maustaste. Ist klar, was ist denn die 3 gemeint? Ach, die Fackel. Dafür war die 3. Deswegen haben sie die nicht große Beachtung geschenkt. Aha. Gut. Ich würde aber gerne eine Handwaffe haben. Wenn es erstmal eine gute Keule ist. Da ist wieder eine. So, das Tanzen ein bisschen, ja, funktioniert. Deswegen seht ihr, Spielebauer, wir können mit Tastatur und Maus umgehen. Ihr müsst uns nur mal richtige Plätze zuweisen für unsere Tastatur und nicht eure sinnbefreiten Plätze, die ihr gerne habt. Ihr könntet ja für euch zu Hause so spielen. Das ist ja, glaube ich, kein Ding, ne? Wenn ihr euch selbst so ein Ding auf dem Rechner zaubert und eure Bedürfnisse befriedigt dadurch. Kommt da was, oder? Aber ich möchte eine Tastaturbelegung haben, die für mich sehr schnell aufgenommen werden kann. Ja, jetzt kommen wieder ein paar auf Garantie oder denken, ja, aber hat sich beim Alten ja auch dran gewöhnt. Ja, das ist so ganz was anderes, sag ich dann, ne? Also vor 25 Jahren, 24 Jahren, da war alles noch gar nicht so weit. Da fing alles erst an. Mann, da gab es noch keine Standard-Tastaturbelegung WSAD von Hause aus nicht. Oder Leertaste springen. Das war kein Standard. Aber in der heutigen Zeit kann Gewisses als Standardbelegung festgemacht werden. Für jeden Spielebauer, wenn er gewisse Aktionen in sein Spiel einbaut. Da bin ich der Meinung. Da muss man nicht immer dumm rumdiskutieren und den Spielebauern immer recht geben. Das ist Blödsinn. Die verkaufen uns doch das Spiel. Wir sollen damit umgehen. Ich habe ja Ash of Steel ja auch als Demo gespielt, ne? Sogar da konnte ich die Tastatur umlegen. In der Demo. Hier bei Gothic, ein Kultspiel. Das ist nun mal Kult, das kann man nicht absprechen. Mir gefällt es ja auch, das Spiel, weil ich das kenne. Und dann habt ihr es noch nicht mal drauf? Nee, das ist für mich keine Entschuldigung, das ist schwach. Das ist schwach. Das ist jetzt hier ein bisschen härter, den könnt ihr anquatschen. Oh. Der tut euch nichts, außer ihr zieht. Oh, ich habe noch nicht mal einen Stock in der Hand, ey. Echt, ey, was will ich denn überhaupt? Da hinten sind Goblins, so ein bisschen so Scavenger. Ne, und wer ja Gothic kennt, der weiß auch, dass die Goblins kleine fiese Ratten sind. Dass man sich mit denen nicht so einfach anlegen sollte.
Wenn man hier noch zarte Samthandschuhe anhat. Wieder Pfeile. Ich habe noch keine Waffe. Wo gehe ich überhaupt? Ich möchte mal gehen. Ich will nicht immer so bescheuert rumlaufen. Vielleicht kann ich den Pfeil ja auch werfen. Ich muss mal gucken. Ja, so, dann müsstest du erst 4 nehmen und dann werfen. Sprinten kann ich. Ich kann nicht gehen. Springen. C, Schleichmodus. Vielleicht nimmt der mir ein bisschen Hektik raus. Okay. Bleibt er im Schleichmodus? Na, das habt ihr wesentlich hingekriegt. Wow, wie habt ihr das gemacht? Oh. Der schlägt auch. Soll ich gleich mal aufstehen, ne? Man sieht ja nichts mehr, ne? Warte mal. Ich muss mal die 3 weglegen. Das ist umständlich. Ich muss da reinkommen irgendwie. Irgendwie komme ich da rein. Kann man das sagen, was er will. Komme ich da oben rauf? Nee. Ich kam da rein. Das war so ein ganz bescheuertes linke Ding. Kann ich mich ranscrollen? Auch nicht. Was haben wir hier? Das ist doch schon kaputt. Ich kam da rein, ich weiß das, ich war da hinten drinne. Ich habe die Themen ja schon mal gespielt gehabt, da war ich da hinten drinne. Hier gibt doch nicht noch eine Höhle, oder? Nein. Gibt es hier... Ach, hier unten war noch eine, ne? Hier unten. Da kann sie... Ja, da war ich dann drin. Genau, ich bin hier hochgekommen. Oder kommen Sie hier runter oder was? Haben die Kanten mal alles zugemacht? Da ist wieder. Okay, er nimmt wesentlich was auf, wenn er was in der Hand hat. Dann weiß er auch, dass er eine linke Hand hat. Ja, gut zu wissen, ne? Aber trotz alledem freue ich mich nicht an, dass ich die E-Taste nicht benutzen kann. Und hier müssen wir schon kämpfen. Oh, das nervt, ne? Wie er die da im Boden reinrammt. Das ist immer die Vision cool. Ach Gott. 1. 1? Okay, automatisch. Und 1 wegschicken. Also das muss ich dann umlegen auf R. Also Spielebauer. Ihr fallt ja noch da dran, ne? Wie ich dazu auch gelesen habe. Ne? Seht zu, dass ihr die Tastenbelegung freigibt. Und zwar jede, wie ich das möchte, nicht wie ihr das möchtet. Dann wird das nichts. Weil ihr versteht das nicht, was wir wollen. Kann ich auch speichern? Das werde ich mal... Habt ihr irgendwas gesehen, dass ich... Oder er speichert die automatisch oder was? Das war ja auch mehr so ein gutes Thema hier. Tür 4 bis 8. Nö. Ja, im Kampf kann man nicht speichern, ne? Ziel anvisieren. Alt. Wegspringen. Anvisieren. Ja. Mittlere Maustaste drücken. Ach so, ich werde mal... Ah, so, jetzt sehe ich hier... F oder R? Das werde ich mal sehen.
Ach so, fortfahren. Okay. Wisst ihr, wo jetzt das Problem ist, glaube ich? Okay. Wie gesagt, Fingerbrechen. Das ist Fingerbrechen pur. Da machen wir einen Sprung dann. Also WSD drücken und dann Alt-Taste. Ich hätte trotzdem gerne eine Waffe. Hier brauche ich kein Licht. Guck, ob ich hier eine Waffe finde. Komm, da ist ein Stein, geh rüber. Ich weiß, die Programmierer lassen euch manchmal über den kleinsten Stein stolpern. Das ist in vielen Spielen. Bei Witcher 3 auch. Aber da gibt es, glaube ich, nur Mod, die das... Und gerade bei Treppen, ne? Oh Gott, ey. Bei Viscera manchmal die Treppe runtergeflogen, als er eine 3.8 im Schädel hatte. Und das haben sie wohl ein bisschen jetzt abgeschwächt, dass es nicht ganz so bescheuert ist. So. Trick, ne? Kennt ihr, ne? Immer einen rauslocken aus der Horde, weil da ist noch einer. Oh. Okay. Ja, die Bedienung, die Steuerung, das ist... E-Taste, ne? E-Taste gedrückt. Aber ihr versteht das bestimmt, ne? Die E-Taste ist für uns. Oh, das ist der Dicke, ja genau. Ich muss mal gucken, ob wir noch klar... Ach nö. Der sah bloß größer aus. Schwerstarbeiter. Wie ein Grubenarbeiter, Junge. Ja, und weg wieder. Rübergerannt, weg. Muss ich... Oh, richtig positionieren. Ey, nee. Echt jetzt? Die Umrisse, ne? Die sind heftig, ne? Ich meckere nur rum, ne? Merkt ihr das? Aber ist egal, das ist mein Mecker. Die machen ja auch, was sie wollen, die Spielebauer. Dann können wir auch meckern darüber, was sie machen. Die erwarten ja auch von mir, dass ich das kaufe. Aber rede mit denen, ne? Naja, du das nun kaufst du denn nicht, das ist einer, ne? Ja, aber passt mal auf, das werden noch viele sein, wenn ihr euch da nicht... Ja, dann ein Zielschießen gemacht. Auf was nur? F. Ich komme mit dieser F-Scheiße nicht zurecht, ey. Ich benutze die W-Taste und dann möchte ich die F-Taste nutzen können, wenn ich was aufnehme nebenbei. Das ist schlimm. Spielt mal den Scheiß, das ist schlimm. Wie gesagt, Tastaturspiele, wir kennen das. Dafür ist die E-Taste da. Dafür wurde die extra eine Tastatur eingebaut. Das ist wie eine DIN-Norm. Kennt ihr noch, ne? Das kann nicht abgeändert werden auf F oder R. Wer macht denn so einen Mist? Habe ich den Bogen auch schon angelegt? Tatsache. Und beim ersten Mal spielen bin ich bei ihm da oben, ne, bei diesem Söldner. Vom neuen Lager ist der, ne, so wie er ausgesehen hat. Bin ich erstmal zu ihm gegangen. Ich wusste auch gar nicht, dass ich eine Fackel hier habe und das habe ich ja gar nicht gewusst alles. Da bin ich blind irgendwo reingerannt. Ich bin immer so, ich renne erstmal rein und hole mir den Arsch voll ab. Und dann überlege ich, was ich falsch gemacht habe. Aber da will ich bestimmt nicht der Einzige. Erstmal rein und dann gucken. Da lag wieder was. Wieder. Ich muss immer raus
um die F-Taste zu drücken, statt die E zu nehmen, die ja genau neben der W-Taste liegt. Also ihr Controller-Spieler, ihr braucht da nicht zuhören. Aber auch ihr, ich habe damals, ja, Anfangszeit, Sega Pelisi 1 habe ich noch gespielt. Kennt ihr doch die meisten gar nicht mehr. Da habe ich auch im Controller gespielt, Anfangszeiten, in den 90ern. Also das heißt nicht, dass ich nicht weiß, was ein Controller ist. Bloß als der 2000 anfing, das Jahr 2000, ja, da kamen so ein bisschen auch Step by Step PC-Spiele, haben sie auch ein bisschen weiterentwickelt, Tastatur, ne, und. Da habe ich mich damals schon gefragt, wie kann man auf eine Tastatur ein Spiel spielen? Ich war gut im Controller-Spielen, ich war gut. Es ist kein Eigenlob, ich war gut. Wie ihr das von euch heute auch sagt, ihr seid gut im Controller-Spielen. Ihr könnt gar nicht auf der Tastatur spielen. So ist das nun mal. Aber, komme ich da hoch? Was meint ihr? Komme ich da irgendwie hoch? Bloß wie gesagt, dann kamen manche Spieler raus. Da war die Trennung noch richtig. Oh, komme ich hoch? Ne, dieser Steifbock nicht. Da war die Trennung noch richtig. PC oder Tastatur. Da war nicht so ein Mischmasch wie heute. Dass du am PC einen Controller ranhängst, weißt du? Und die Spielebauer denken, ja, die spielen ja eh alle mit Controller oder die meisten. Ja, dann machen wir mal Controllerbedienung, PC, Tastatur. Ach, die gibt es ja auch noch. Ach, Paul, das sein. Also Controller kaufen und dann damit üben. Das ist das Fatale an der Sache. Ich habe jetzt keine... Dankeschön, jetzt habe ich keine Fackel mehr. Wo habe ich die denn gefeuert? Seht ihr das jetzt? Die verschwinden ja doch. Wo habe ich die gelassen? Hier drin, ne? Ja. 2 habe ich noch irgendwo hingefeuert. Da ist ja Kunst des Könnens hier, wa? Was ihr jetzt zaubert. Sorgt dafür, dass er sie nicht wieder zurückpackt ins Lager. Und irgendwann habe ich keine Fackel mehr. Da. Stell dir mal vor, bist du in einer dunklen Pampa irgendwo. Brauchst eine Fackel. Muss erst mal überlegen, wo die hingeschmissen hast. Da liegt noch eine. So, 2 habe ich wieder. Alles klar, reicht auch. Jetzt kommen wir nicht mehr ins Dunkle. So. Wenn wir jetzt hier weiter runtergehen, kommen wir zu diesen kleinen... Also die Gothic 1, das erste, hat eine gebrüllt, kann sein, ja. Gespielt haben. Hier müsste auch irgendwie noch eine Waffe liegen, glaube ich, oder irgendetwas. Aber ich glaube, wir können bei denen erstmal vorbeigehen. Irgend diesen kleinen Neben. Wie sagt man dazu? Ist ja kein Tal, ne? Da, der Baum stand auch da. Ups, da lag so ein Schwert am Baum. Wisst ihr das noch? Und da liefen so eine Viecher rum, die man gar nicht schaffen konnte, gleich so richtig. Ich bin dann auch damals... Ich spiele das Spiel ja gar nicht. Heute mit diesen modernen PC-Grafikkarten und gibt es ja so viel Scheiße, sag ich mal, bis man das Spiel wieder zum Laufen kriegt. Und der schreckt mich irgendwo ab. Das war letztens mal bei Steam im Angebot. Gothic 1, 2. Ja, von der Zeit habe ich es mal gekauft im Angebot. Das ganze Pack für noch nicht mal 10 Euro. Gothic 1, 2, 3. Bloß wenn ihr dann ein Spiel habt, was nicht funktioniert und ihr das zurückgebt, geht das ganze Pack zurück. Und da hatte, glaube ich, Gothic 1 nicht funktioniert. Ja, da hatte ich ja gar nicht gelesen. Da muss er, oh Gott, was man da alles einstellen muss. Diesen Patch, diesen Patch, diesen Patch, diesen Patch. Habe ich jetzt erst alles gelesen auch, ne? Und da am Baum, da lehnte ein Schwert, ne? War so, ne? Könnt ihr euch noch dran erinnern?
Ja, ich glaube, der hing doch schon damals. Den haben sie einfach so übernommen ins Remake. Können sie ja, ne? Und er sitzt da und da hinten sind Scavenger. Bloß die Scavenger beißen uns jetzt Ham und dann sind wir Frühstück gewesen. Oder Mittagszeit, je nachdem. Er bittet uns auch, die da mit zu erledigen. Ich sage, als neuer Charakter im Spiel, ne, kommt mir das manchmal so vor, als wenn man schon Herkules ist, ne? Und hat noch einen Stock zum Kämpfen. So wird man nicht mehr reingeschmissen in den Welten, ne? So, aber hier... Hey, halt! Du verschreckst die! Ich will nicht mit dir reden. Oh. Er hat da oben nämlich... Und jetzt hängt das Spiel fest. Ach, er kommt dahin. Ich habe angetippt. Oh Gott. Warte mal. Du bist der Kerl, den sie gerade reingeworfen haben, stimmt's? Nein, sag nichts. Ich sehe das. Du hast einfach diesen verdammte Scheiße, wo bin ich hier gelandet, Ausdruck im Gesicht. Der hat Ich Milch schätze, gesehen. du weißt, dass wir hier feststecken. Ja, ich suche einen sicheren Schlafplatz. Angeblich soll hier ein Schattenläufer in der Gegend sein. Hier ist einer. Wir haben ihn auch gesehen. Ein großes, böses Vieh. Weißt du was? Hilf mir doch, die Scavenger hier zu erlegen. Und im Gegenzug teilen wir das Essen und du kannst an unserem Feuer schlafen. Wir sind in dem alten Buddlerlager gegenüber von der überfluteten Mine. Und es ist gut geschützt. Wie wär's? Das sparen wir uns, ne? Was hast du davon? Du siehst aus, als kämst du auch gut alleine mit den paar Scavengern klar. Was für ein argwöhnischer Geselle. Behalt dir das bei. Erstens, ich erinnere mich noch daran, wie es war, ein Frischling zu sein, den jeder nur ausnehmen will. Und zweitens, wenn sich herausstellt, dass du auch nur ein klein bisschen talentierter bist als der übliche Neue, dann kann es sein, dass ich dir vorschlage, einfach auf Diegos Ratschlag zu scheißen und stattdessen unserem Lager, dem neuen Lager, beizutreten. Das Lager, in dem du nicht den Rest deines Lebens Gomers Zucker in den Arsch blasen musst. Aber das kann warten. Erst jagen wir. Du, ich halte mich da raus. Unser Feuer? Genau. Ich habe noch einen Kumpel dabei. Du wirst ihn noch kennenlernen. Mhm. Hat eure Bande auch einen Anführer? Ja, den haben wir. Lares. Aber es ist nicht wie im alten Lager. Wir folgen seinen Anweisungen, weil er der Beste für die Anführerrolle ist. So einfach ist das. In dem Moment, in dem er nicht mehr der Beste ist, wird er aufhören. Ja, wie bei den Orks, ne? Woher weiß ich, dass das keine Falle ist? Du meinst, was, wenn ich ein mieser Bösewicht bin, der dem armen Frischling all seine nicht vorhandenen Erzbrocken nehmen will? Hä? Nichts für ungut, mein Freund. Aber wenn ich ein Problem mit dir hätte, dann wärst du schon tot. Ja, das weiß ein Milchbube nicht. Und er hat Erz, außerdem, ne? Vielleicht mehr als du sogar. Abgemacht. Wie ist der Plan? Es gibt keinen. Diese Vögel sind dumm wie Steine. Du gehst da also rein und machst sie einfach fertig. Lass dich aber bloß nicht von denen umzingeln. Sag Bescheid, wenn du bereit bist, dann packen wir das. Ja, später. Später vielleicht. Ich warte so lange. Ja, wo willst du auch hin? Irgendwo, ne? So, da steckt das Schwert. Eigentlich doch. Meine Fresse, bin ich wieder vorbeigelatscht. Auch wenn es rostig ist besser als eine Spitzhacke. Den nehmen wir auf 1. Und 2 kommt auf 2, nicht wahr? Will er nicht? Will er nicht? Haben wir nur einen? Ach so, da ist der Bogen. Ja gut, dann nicht. Dann raus hier. Ja.
1. Genau. Fest mit 2 Händen. Das ist ein Schwert, Junge. Achso, ja. Linke, rechte, linke, rechte. Ne? Da muss man sich wieder dran gewöhnen, ne? Bei Witcher 3 drückst du die Taste 1, bis du die Fingerkuppe Hornhaut drauf hast und gut ist. Mit der Taste rechts blockst du. So einfach kann ein Kampfsystem sein, eine Belegung sein. Aber es gibt Spielebauer, ne? Die machen daraus eine heilige Wissenschaft. Und am Ende ist es Schrott meist. Aber solange es Spieler gibt, die dagegen nichts sagen, sich nicht mokieren, werden die sich auch nicht ändern müssen und wollen, ne? So, und hier unten ist eigentlich das Ende. Jetzt können wir mit Gorn. Gorn müsste das sein. Quatschen kurz. Ist das noch was? Ja. So, komm her. Ach, Kero, genau. Da war ja noch ein anderer Name. Hey, du. Ach, nee, der will kämpfen. Na, sieh mal an. Ja, Ein genau. neues Gesicht. Haben sie dich gerade reingeworfen? Nö, ich bin auf Urlaub. Ja, haben sie. Na dann, willkommen in der Kolonie. Wie heißt du? Ich bin Kilgo. Nyras. Freut mich. Hey, wie wär's? Du erzählst mir was von der Außenwelt und ich gebe dir ein paar Tipps, wie du hier drin am Leben bleibst. Ich schaufel den ganzen Tag schon Steine weg und hätte echt nichts gegen ein bisschen Abwechslung. Was sagst du? Das sind immer Fragen hier. Der kann dir keinen Schlafplatz besorgen. In Ordnung. Um ehrlich zu sein, es gibt gar nicht so viel zu erzählen. Alle sind nervös wegen dem Krieg und die ganzen Schauergeschichten über die Orks machen es nicht besser. Angeblich haben die Nordmarer aber ein paar kleine Siege eingefahren. Ist also nicht alles schlecht. Innos sei Dank. Hoffentlich können sie ein paar der Minen zurückerobern. Auf lange Sicht können wir den Bedarf nicht decken, egal wie viele Gefangene der König uns noch schickt. Was ist mit Khorinis? Hast du was von der Stadt gesehen, als sie dich hierher gebracht haben? Nicht wirklich. Ich war die ganze Zeit im Kerker. Ah, schade. Ha, Mann, wie ich diese Stadt vermisse. Ich habe da ein paar Jahre gelebt, nachdem ich Varan verlassen habe. Hatte sogar ein Mädchen dort. Rosa. Das süßeste Ding, das du dir vorstellen kannst. Und ein besserer Mensch, als ich je sein werde. Du Scheiße. Jetzt rede ich schon wie ein alter Mann. Ja, du bist ein alter Mann. Ach komm, was denn das hier, du Idiot. Bist du noch nicht mal da drin? Du bist dran. Erzähl mir was. Schließ dich dem alten Lager an. Wir sitzen an der Quelle. Alle Waren von draußen kommen zu uns. Es sei denn, ein Erdrutsch versperrt den Weg. Ah, keine Sorge. Gomez hat das im Griff. Bald werden ein paar Jungs anrücken und sich darum kümmern. Genau, Gomez erste ist der Quartal. Chef? Er ist der mächtigste Mann im alten Lager. Ja. Er hat damals die Revolte angeführt und alles übernommen. Er ist derjenige, der dem König sagt, was er für unser Erz zu liefern hat. Und der König liefert. Verstehe. Danke. Warte mal. Du siehst aus, als hättest du schon mal ein Schwert gehalten. Nö, Hast du Lust auf einen Übungskampf? nein. Ich kämpfe demnächst in der Arena und im Gegenzug zeige ich dir ein paar Tricks. Ja, das kann man, glaube ich, annehmen. Man ist nicht tot, glaube ich. Aber man kriegt irgendwie einen Stärkepunkt oder keine Ahnung. Wir machen es einfach, Alles ne? klar. Warum nicht? Klasse. Sag, wenn du bereit bist. Und fangen wir einfach an, Mann. Lass uns kämpfen. Wo willst du hin? Waffe ziehen? Lass uns kämpfen. Ja, Lass uns kämpfen. Alles klar. Los geht's. okay. Hört ihr das? Ja, ging schon. Dafür, dass ich das erstmal hier ein Schwert in der Hand habe. Aber das würde eh nichts bringen. Ne? Steck weg. Wieso ist jetzt... Ach ja. Hey, du.
Guter Kampf. Ich hoffe, ich habe dir nichts gebrochen. Doch, alles. Alles in Ordnung. Freut mich. Das war gar nicht mal schlecht. Deine Fußarbeit und deine Paraden könnten besser sein, aber ich sehe Potenzial. Willst du ein paar Tricks lernen? Kann nicht schaden. Gut. Punkt 1. Wenn du eine Waffe wie die da nutzt, halt sie in einer Hand, Richtig. nicht in zweien. Sobald du die Muskeln aufgebaut hast, bist du so viel agiler und kannst mehrere Schläge aneinander rein. Zweitens, wenn du merkst, dass du einen Hieb verbockt hast und geradewegs in einen Gegenangriff läufst, brich ihn ab und weich aus. Das braucht etwas Übung, aber du kriegst das hin. Und zu guter Letzt, wenn du parierst, versuche es im letzten Moment zu machen. Das wird deinen Gegner aus dem Konzept bringen. Alles klar. Danke. Sicher doch. Du solltest dich jetzt aber wirklich um deinen Schlafplatz kümmern. Bald wird's dunkel. Gut, jetzt haben wir ein bisschen was gelernt, seht ihr? Weil das hatte ich eben, als ich damals das erste Mal gespielt hatte, nicht gemacht. Da bin ich gleich da oben hochgegangen, ne? Da oben, wo ihr jetzt seht, da oben rechts. Wo der andere Söldner, ich sag mal Söldner, oder vom neuen Lager steht, wo wir schon mal hochgeguckt haben. Und die Goblins und die Scavenger sind doch ein bisschen, naja, härter, ne? Und da habe ich erstmal auf die Fresse gekriegt, musste 100 Mal abhauen. Und jetzt haben wir hier, dadurch, dass wir hier unten sind, den brauchen wir noch nicht, die Scavenger. Also ich könnte jetzt auch eigentlich Schluss machen, weil jetzt am Ende passiert nicht mehr viel. Man kriegt ein bisschen Punkte noch, aber sind befreit, die nützen nichts, man steigt nicht großartig auf hier. Ihr könnt jetzt natürlich ja, komm. Hier bei ihm hier hochgehen, ne? Da könnt ihr hochgehen. Da wo der Anfang war, da hinten, ne? Da könnt ihr hoch. Der möchte ein Bier haben, das Bier habt ihr eingesammelt, das haben wir. Und dann gehen wir weiter, ja dann da oben hoch. Zu ihm, da kann man ein bisschen Scavenger erlegen. Ein bisschen Goblin, ein bisschen doof spielen, sag ich mal. Aber das nützt nichts. Ihr kommt nur ein bisschen rein ins Spiel noch. Und ich glaube, das muss ich jetzt nicht. Ja. Muss ich jetzt nicht noch großartig machen, weil es ändert nichts, dass wir weiterkommen. Wir waren ja eben bei Kirgo, ne? Der Weg ist zu. Also das ist das Gebiet hier nur, wo wir uns jetzt ein bisschen austoben können. Mehr nicht. Mehr ist das nicht. Wenn ihr jetzt natürlich glaubt, Großmaul spielen zu können, zieht den Schwertgreifen an, der zieht sein Schwert und haut euch um. Nur mal so am Rande gesagt, ne? Also man kann es natürlich probieren. Da, jetzt geradeaus, ne? So die Blickrichtung. Da sind Viecher drin, die waren gefährlich. Ja, was hatte ich da? Ich hatte, glaube ich, nur die Spitzhacke, die doofe. Da sind 2 oder 3 Scavenger, Goblins. Die habe ich auf ihm gejagt hier. Also hingelatscht, zurückgelatscht, kennt ihr ja, ne? Rauslocken. Da hat er die für mich erledigt. Ich hatte da unten noch einen erledigt. Ja, da unten könnt ihr irgendwo reingehen und das war's auch. Deswegen werde ich jetzt ja, das beenden hier. Also das ist nicht weltbewegend jetzt mehr irgendwo. Mir ging es darum, die Tastenbelegung mal zu zeigen für Leute, die es noch nicht gesehen haben. Und, weil viele reden drüber, aber zeigen nicht. Ihr konntet euch das mal angucken, wie das aussieht, wie bescheuert das alles ist ein bisschen. Wenn das geändert wird noch, abgeändert wird, weil ich habe auch einen anderen Kommentar zum Teil geschrieben wegen, aber ich glaube, viele verstehen immer nicht, wenn man was schreibt, was gemeint ist. Und deswegen habe ich es mir jetzt nochmal runtergeladen hier, habe das jetzt nochmal aufgenommen, damit ihr seht, was ich überhaupt meine, diese eigentlichen kleinen Belegungen. Wenn die das nicht hinkriegen, ich sag mal das hier mal von links, erstmal jetzt linke, rechte, linke. Ja gut, das können sie eigentlich auch ändern. Und dann muss mit der R-Taste weggesteckt werden, nicht wie die Taste 1. Ich weiß, dass ich die Taste 1 als Waffe habe. Also manchmal kommt es so vor, als wenn wir mal als kleine Idioten dargestellt werden irgendwo. Dass wir unser Spielsystem selbst nicht kennen. Die Zeiten sind vorbei. Das war, wie ich sagte, 2020.
als es anfing, ja, da kannten das alles nicht in der Regel. Das war alles Frischland. Aber heutzutage, noch nicht 25 Jahre später, müsst ihr euch auch noch nicht so ein Bullshit immer verkaufen wollen. Das funktioniert nicht. Das geht nicht. Da lassen die Leute auch nicht mehr drauf ein. Irgendwo, ne? Deswegen, das wollte ich nur mal zeigen. Ihr könnt die Demo runterladen, könnt selbst nochmal durchgucken, das Kampfsystem, aber ihr könnt auch abwarten und hoffen, dass sie da was tut noch. Aber ich schätze mal, dass die Grundmechanik des Kampfes ein bisschen abschwächen nur oder ein bisschen verfeinern, ein bisschen schneller beim Angriff. Aber wenn die Tastaturbelegung so bleibt, ja, dann werde ich schauen, was das Zeug kosten soll. Weil ich sehe das so, das Spiel im Grunde wird das gleiche ja bleiben. Ist ja ein Remake, ne? Und ob ich mir das unter gewissen Dingen denn antun muss unbedingt, weil ich habe 1, 2, ich habe alles gespielt damals. Gothic 2 habe ich am meisten gespielt. Wie heutzutage viele am meisten The Witcher 3 spielen, ne? Haben viele damals auch Gothic 2. Und Gothic 2, Nacht des Rahmens, sind so viele Mods. Also, das Spiel ist schon, das hat was irgendwo. Und Gothic 1, nur wenn alles stimmt, werde ich das spielen, sonst nicht. So, ich habe genug gequatscht. Ne? Vielleicht sehen wir uns im nächsten Video. Ne? Bis dann, tschüss.